Er ist ja wirklich ein richtiger Vater für dich. Mann, Leo, das Problem ist, dass er nicht mein Vater ist. Du bist bei ihm aufgewachsen. Natürlich färbt er irgendwas ab. Mann, Leo, das reicht aber nicht. Ich will meinen wirklichen Vater kennenlernen. Der Typ, der in mir drinsteckt, von dem ich nicht mehr seinen Namen weiß. Das kenne ich. Versprich mir bitte, dass es mit Ansgar ein für alle Mal vorbei ist. Was haben Sie vor? Wenn Kim weiß, dass ich ihr Vater bin, wird sie nicht wieder versuchen, mich mit solchen Aktionen zu provozieren. Aber dafür zerstören Sie unsere Familie. Tja, ich fürchte, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich bin mir sicher, dass Kim alt genug ist, mit der Wahrheit klarzukommen. Und ihr Mann dürfte auch alt genug sein. Und dass sie kurz davor war, mit Ihnen zu schlafen? Mit Ihrem eigenen Vater? Glauben Sie, dass sie das auch so einfach verkraften wird? Nein, natürlich nicht. Aber je früher sie es erfährt, desto besser. Sonst stellt sie doch immer mehr Dummheiten an. Was, eine Dummheit nennen Sie das? Sie versucht, ihre Jungfräulichkeit im Internet zu verkaufen. Das ist mir durchaus bewusst. Sie hat es doch nur gemacht, weil sie noch verliebt ist in mich. Wenn sie also erfährt, dass ich ihr Vater bin, dann wird es ein Schock für sie sein. Ein heilsamer Schock. Einen Augenblick lang habe ich wirklich geglaubt, dass Ihnen was an Kim liegt. Ja, das dachte ich bei Ihnen allerdings auch. Seien Sie doch wenigstens ehrlich, Ihnen geht's doch nur darum, Ihre Ehe zu retten. Es geht mir darum, dass meine Familie nicht auseinanderbricht. Sie hatten doch wirklich lange genug Zeit, Ihrer Familie die Wahrheit zu sagen. 18 Jahre, um genau zu sein. Mein Mann, eine SMS. Macht ihr keine Sorgen? Ich habe Kims Auktion gewonnen. Sind auf dem Weg nach Hause. Gott sei Dank. Was? Moment, bei Ihrem Mann war Superman? Er hat auf seine Tochter aufgepasst. Schön. Dann werde ich mich jetzt mal bei ihm bedanken. Wie, was haben Sie vor? Das habe ich Ihnen doch bereits erklärt. Ich finde, es wird Zeit, dass Kim ihren Vater kennenlernt. Una Plumo de Naranja. Meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss eben der Berg zum Propheten kommen. Und wenn der Prophet nicht mit dem Berg reden will? Der Prophet arbeitet hier. Es ist also sein Job, mit uns zu reden. Wir haben ihn schon viel zu lange in Ruhe gelassen. Und was ist dabei rausgekommen? Er zieht sich immer weiter zurück. Oh oh. Der kommt schon. Er kann uns schließlich nicht ewig hier sitzen lassen. Hey, Hey, ist Charlie schon auf der Insel? ja, sie ruht sich aus. Sie ist schließlich nicht mehr die Jüngste. Erzähl mir lieber von Timo. Spricht er wieder mit Julia? Mit Ricardo auch nicht. Sie ist seine Mutter. Und er ist sein Vater. Wenn auch nicht sein leiblicher. Ach, er hat im Moment das Vertrauen in beide verloren. Sie sollte ihm die Wahrheit sagen. Das ist leicht gesagt. Du weißt ganz genau, warum Julia ihm nichts von Tim Sander erzählen will. Mein Gott, Ist Gott aus dem Spiel. Tim Sander ist lange tot. Was soll denn da noch passieren? Wenn Timo etwas über seinen Vater erfahren will, dann stößt er eventuell auch auf unsere Geschichte. Es ist doch lange vorbei. Im Internetzeitalter ist nichts wirklich vorbei. Vielleicht wäre es das Beste, er würde alles erfahren. Dass Julia ihren Zwillingsbruder geliebt hat. Dass ich dieser Zwillingsbruder bin. Ja, und was ist die Alternative? Jedenfalls ist es keine Entscheidung, die ich alleine treffen kann. Danke. Danke. Timo, ich kann verstehen, dass du sauer bist, aber... Du, ich bin überhaupt gar nicht sauer. Sondern? Ich weiß einfach nicht, worüber ich mit euch reden soll, ohne Lügen zu hören. Keine Lügen mehr. Okay.
Erzähl mir endlich mehr über meinen leiblichen Vater. Timo, ich hab's dir schon mehrfach gesagt. Alles, was ich dir sagen kann, ist, dass es ein Mann war, den ich auf einer Party kennengelernt habe. Wenn Sie nicht sofort gehen, dann rufe ich die Polizei. Das ist eine hervorragende Idee. Dann können Sie die gleich bitten, die Wattestäbchen für die Speichelproben mitzubringen. Herr von Landstein, ich bitte Sie. Was willst du hier? Kim, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Es ist zu spät, die Auktion ist vorbei. Ja, ich weiß. Ich bin übrigens ganz froh, dass Sie mich überboten haben. Ach. Sie sind Graf Thal? Eigentlich wollte ich die ganze Auktion erst verhindern, aber als ich gemerkt habe, dass das nicht ging, wollte ich wenigstens sicher gehen, dass niemand anders sie gewinnt. Verstehe. Deswegen bist du auch vor Auktionsende ausgestiegen. Nein, Blödsinn, ich wurde abgelenkt. Ist ja auch egal. Ich weiß sowieso nicht, warum du dich da überhaupt einmischt. Kim, ich wollte sicher gehen, dass du nicht an die falschen Leute gerätst. Ich bin schon an die falschen Leute geraten. An dich. Hör zu, wir müssen einfach ganz dringend mal miteinander reden. Wir müssen gar nichts. Verschwinde endlich! Ich rede ein andermal mit ihr. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, ihm liegt wirklich was an Kim. Andi weiß also Bescheid. Alle wissen Bescheid. Aber bei Andi ist es besonders schlimm. Klar. Er macht mir Vorwürfe, dass ich es ihm nicht von Anfang an gesagt habe. Du hättest ihn zum Mitwisser gemacht. Er hätte entweder schweigen und sich mitschuldig machen können, oder er hätte dich anzeigen müssen. Du hast ihm beides erspart. Er sagt halt, wenn ich ihn wirklich geliebt hätte, dann hätte ich ihn eingeweiht. Er hat keine Ahnung. Mann, ich habe so um unsere Beziehung gekämpft. Wenn ich dich kurz in deinem Selbstmitleid unterbrechen darf. Nico, wer dich gar nicht kommen gehört. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich meinen Anwalt genommen habe. Ich werde als Nebenklägerin im Prozess wegen Fahrerflucht auftreten. Nico, muss das wirklich sein? Das muss nicht nur sein, das ist das Mindeste, was ich für Philipp tun kann. Dass diejenige bestraft wird, die ihm auf dem Gewissen hat. Es gab eine Zeit, da warst du auch dieser Meinung. Ich habe mich erkundigt. Wir müssen einen Aufhebungsantrag stellen. Aufhebungsantrag? Ja, so heißt das aber. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie bei einer normalen Scheidung. Aha. Ja, und dann? Ja, wenn wir beide uns einig sind, dann geht das ganz unkompliziert. Unsere Lebenspartnerschaft wird aufgehoben und das war's dann. Ja. Das war's dann. Ja. Oh Mann. Wir haben es echt verbockt, ja? Sieht so aus. Timo hat Fragen. Und ich kann ihn verstehen. Du bist sein einziges Bindeglied zwischen ihm und seinem leiblichen Vater. Ich kann ihm aber nicht mehr über seinen Vater sagen, weil ich nicht mehr über ihn weiß. Es wirkt aber so, als wolltest du ihm nicht mehr sagen. Du weichst aus. Ja, natürlich, weil es mir unangenehm ist. Aber das stößt ihn vor den Kopf. Timo verrennt sich dahin. Was? Du bist sein Vater. Nein. Es fühlt sich so an, als wäre er mein Sohn, ja. Es fühlt sich so an, als wäre ich sein Vater, ja. Aber ich bin es nicht. Und ich kann es erst dann sein, wenn Timo es auch will. Aber dazu muss er erst seinen Frieden mit seinem leiblichen Vater machen. Und das geht nur, wenn er weiß, wer sein Vater ist. Also geh auf ihn zu. Rede mit ihm und beantworte ihm seine Fragen. Das habe ich schon. Also, was wolltest du mit mir besprechen? Ach so, ja. Ja, ich wollte dich fragen, also wenn du willst. Und zwar würde ich gerne meine Vaterschaft anerkennen lassen. Wow.
Ja, weißt du, dann ist es einfach offiziell. Und also wenn noch mal sowas passiert wie dieser Unfall jetzt, dann kann dir niemand die Auskunft verweigern. Also natürlich nur, wenn du willst. Klar will ich. Ja? Und Mama ist damit einverstanden? Ach so, mit der habe ich jetzt noch nicht gesprochen. Ich wollte erst mal mit dir sprechen, was du darüber denkst. Ich find's echt cool. Wobei ich ja kaum was über dich weiß und über deine Sippe. Was, du willst mehr über das Priesteramt erfahren, oder? Nein, über deine Familie. Du redest ja nie über deine Eltern. Ich weiß nicht mal, ob du Geschwister hast. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich sehe schon, du bist nicht so der spontane Typ. Zu deinen Jugendlichen im Zentrum würdest du jetzt sagen, ich gebe dir alle Zeit der Welt. Und wenn du soweit bist, kommst du zu mir und erzählst mir alles, okay? Als Seelsorgerin machst du dich hervorragend. Hey. Hey. Hey, hast du schon Feierabend? Ich jogge zum Strand. Hast du Lust mitzukommen? Wir wollten gerade essen, aber ich komme später dazu, okay? Ja, dann lass dich nicht stressen bis dann. Er leidet immer noch, ja? Er ist nicht so geduldig wie ich. Aber ich habe meinen Vater ja auch schon gefunden. Ich dachte, dass ich nie Kinder haben werde. Und dann habe ich dich kennengelernt und auf einmal hatte ich eine Familie, einen Sohn. Ich hatte mir vorgenommen, der beste Vater zu werden, den er sich wünschen kann. Das bist du auch. Dann hätte ich ihn nicht 17 Jahre lang angelogen. Was willst du damit sagen, dass es meine Schuld ist? Nein, Julia, darum geht's doch gar nicht. Wenn, dann waren wir das zusammen. Ich meine nur, du bist die Einzige, die ihm jetzt seine Fragen beantworten kann. Also erzähl ihm doch einfach alles, was du noch weißt. Die Haarfarbe, Vornamen sein. Ich weiß aber nichts. Ich war betrunken. Herrgott, nochmal, so betrunken kann man doch gar nicht sein. Irgendwas musst du doch noch wissen. Ich hatte einen Filmriss. Was ist, glaubst du mir nicht? Ehrlich gesagt, nein. Warum sollte ich dich anlügen? Weil du glaubst, dass sich Timo von mir entfernen könnte, wenn er mehr über seinen Vater erfährt. Aber das stimmt nicht. Er entfernt sich immer weiter von mir, wenn du ihm nichts sagst. Ich verstehe nicht, warum das auf einmal alles so wichtig ist. Wir haben nie über Timos Vater geredet. Es hat niemanden interessiert, dich auch nicht. Aber jetzt stellt unser Sohn Fragen. Und er hat ein Recht auf Antworten. Die Verträge habe ich dir geschickt und die Musik ist gebongt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist inzwischen auch schon das Codewort im Umlauf. Okay, Tristan, ich rufe dich später noch mal an, ja? Bis dann, ciao. Ich habe gehofft, dich hier zu treffen. Und ich habe gehofft, hier meine Ruhe zu haben. Was bist du nur so mufflig? Da, da! Sehen wir nicht toll aus? Ist doch alles gelogen. Meinst du jetzt, weil sie dir so ein paar Fältchen weggepixelt haben? Nee, das ist völlig normal. Das meine ich nicht. Wir machen da einen auf Liebespaar. Die Leute sollen diesen Duft kaufen, weil wir ihnen suggerieren, dass die große Liebe existiert, aber jeder weiß, dass die gar nicht gibt. Olli, was ist denn mit dir los? Christian und ich, wir lassen uns scheiden. Ich habe gedacht, so wie ihr zwei euch immer zankt, wird das vielleicht doch noch mal was. Christian will es so. Wenn Olli das so will, dann stehe ich ihm nicht im Weg. Ach, das heißt, du willst dich gar nicht scheiden lassen? Was weiß ich. Aber du denkst, dass Olli das will? Er hat's vorgeschlagen. Naja, also irgendeiner von euch beiden sollte das schon wollen, sonst macht das ja keinen Sinn. So wie es jetzt läuft, macht's aber auch keinen Sinn. Wir streiten uns nur noch. Ja, habt ihr denn schon mal über eine Paartherapie nachgedacht? So wie du und Helene. Hat das denn was gebracht? Naja, am Anfang schon. Aber dann hat sie sich trotzdem von mir getrennt. Klingt ja nach einem super Tipp. Ich habe gedacht, ich verbringe den Rest meines Lebens mit ihm. Vielleicht habt ihr auch einfach zu schnell aufgegeben. Meine Eltern, die schlagen sich schon seit 30 Jahren die Köpfe ein und irgendwie können sie doch nicht ohne einander. Vielleicht klappt das bei deinen Eltern, bei mir aber nicht. Mich macht jeder Streit mit Christian völlig fertig. Du meinst echt, es wird besser, wenn ihr euch scheiden lasst? Vielleicht brauchen wir einen ganz klaren Schnitt, um uns auf unser neues Leben zu konzentrieren. Wahrscheinlich fällt es mir einfach nur so schwer, weil es endgültig ist. Ja, ich habe auch gedacht, dass das mit Helena, dass sie die Richtige ist, weißt du? Was ist, wenn ich noch mal mit ihm spreche? Du? Was soll das denn bitte bringen? Naja, ich bin ja jetzt immerhin nicht ganz unschuldig. Jessica, das hat nicht nur mit dir zu tun. Unsere Probleme haben doch schon viel früher begonnen.
Dass Christian besoffen Sex mit dir hatte, das war nur der Auslöser für einen großen Streit. Da sind wir dann nicht mehr rausgekommen. Aber wie gesagt, das war nur der Auslöser, nicht der Grund. Was war denn der Grund? Keine Ahnung, unterschiedliche Vorstellungen vom Leben, vielleicht was weiß ich. Unsere Liebe war anscheinend nicht stark genug, sonst hätte sie es ausgehalten. Deshalb ist es auch besser so. Du, Olli, ich muss weiter. Kommst du ein Stück mit? Geh mal, ich bleib noch ein bisschen. Ja, klar, natürlich. Gut, dann mache ich mich auf den Weg. Bis gleich. Das war Nico. Sie möchte, dass ich vorbeikomme. Bis später. Bis später. Gut, dass du gekommen bist. Ich kann dich ja nicht im Stich lassen. Und Vorsicht. Damit ist jetzt Schluss. Timo, jetzt warte doch mal. Hör mir nur einmal zu und dann lasse ich dich meinetwegen in Ruhe. Willst du ihm nicht einfach die Wahrheit sagen? Jetzt fang nicht schon wieder damit an. Irgendwann müssen doch Ricardo und die Kinder erfahren, dass du und Jan, dass ihr Geschwister seid. Ja, aber nicht jetzt. Timo muss erst mal verkraften, dass Ricardo nicht sein leiblicher Vater ist. Wie soll er das, wenn du nicht ehrlich zu ihm bist? Ich bin zeugungsunfähig. Als deine Mutter und ich uns kennengelernt haben, war uns klar, dass wir nie Kinder haben würden. Außer dir. Und auch wenn das alles nicht so geplant war, aber für uns warst du ein Wunschkind. Ich wollte es dir sagen, sobald du weißt, was ein Vater ist. Aber wie erklärt man sowas einem Kleinkind? Und als du das erste Mal Papa zu mir gesagt hast, es war zu schwer für mich. Und dann wollte ich es dir sagen, als du eingeschult wurdest. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Es hat gegossen wie aus Kübel. Und die Lehrerin hat mir ein Handtuch gegeben, um meine Haare trocken zu machen. Und ich habe gedacht, das ist ein Geschenk zur Einschulung. Du warst so traurig, als du es zurückgeben solltest. Und dann hat sie es dir doch geschenkt. Wie du gestrahlt hast mit dem Tuch auf dem Kopf und deiner deutschen Schultüte im Arm. Ich war so stolz auf dich. Stolz auf meinen kleinen Jungen. Ich habe es nicht fertiggebracht, dir die Wahrheit zu sagen, weil es alles zerstört hatte, was ich in dem Moment gefühlt habe. Ich weiß, das war wahrscheinlich feige und falsch, aber für mich ist es keine Lüge. Erzähl ihm doch ein bisschen was. Es muss doch nicht gleich die ganze Wahrheit sein. Clarissa, du kannst sowas vielleicht, aber ich nicht. Wenn du es schon nicht verstehst, dann akzeptier es wenigstens. Ich verstehe, dass du mehr wissen willst über deinen Vater. Über deinen leiblichen Vater. Ich verstehe es wirklich. Ich will einfach nur wissen, wer er ist, wo er ist und was er macht. Ich fürchte nur, dass dir deine Mutter dazu nicht allzu viel mehr sagen kann. Du meinst, sie will nicht? Glaub mir, deine Mutter leidet genauso wie du. Gib ihr noch eine Chance. Komm zu uns heute Abend, wir essen. Und du versuchst es noch mal. Ich glaube, langsam begreift sie es. Think
habe heute Nacht wieder die Möbel verrückt. Aber irgendwie, es fühlt sich immer noch leer an. Ich weiß genau, was du jetzt sagen willst. Das liegt nicht an den Möbeln. Egal, wie oft ich sie umstelle. Ja, das wollte ich dich eigentlich gar nicht fragen, aber das stimmt wahrscheinlich. Was wolltest du dann sagen? Ich wollte fragen, ob ich dir nicht vielleicht beim Tragen helfen kann. Ja. Frau Wolf ist hier, um Sie zu sehen. Kim? Nein, Ihre Mutter. Ja, schon gut. Schicken Sie sie rein. Was wollen Sie? Verhandeln? Ich kann doch nicht über das Glück meiner Tochter verhandeln. Ich dachte mir, wenn Sie schon Kims Vater sein wollen, dann sollten Sie auch etwas mehr über das Leben Ihrer Tochter erfahren. Bitte. Na, schlagen Sie es auf. Ihren ersten Zahn hat Kim mit 3 Monaten bekommen. Vorher hat sie tagelang nur geweint. Thomas hat sie die halbe Nacht durch die Wohnung getragen, damit sie sich ein bisschen beruhigt. Frau Wolf, hören Sie, Mit 4,5 Monaten ist Kim zum ersten Mal gekrabbelt. Aber ihre ersten Schritte hat sie erst mit einem Jahr gemacht. Sie wollte zu Papa. Ist ja gut. Nein, es ist nicht gut. Es ist überhaupt nicht gut. Na, blättern Sie ruhig weiter. Thomas hat alles fotografiert. Blättern Sie es durch, es ist alles da drin. Und wenn Sie fertig sind, dann reden wir noch mal darüber, wie wir die Wahrheit über Ihren Vater beibringen. Am schlimmsten ist diese Heuchelei. Alle haben es gewusst und niemand hat etwas gesagt. Wie meinst du, alle haben es gewusst? Ludwig wusste es seit dem Tag, an dem der Unfall passiert ist. Und später dann auch noch Tristan und Elisabeth. Das wusste ich nicht. Elisabeth war immer wie eine Mutter für mich. Kannst du dir das vorstellen? Sie hat mich getröstet und mir gleichzeitig ins Gesicht gelogen. Ich werde übrigens als Nebenklägerin im Prozess gegen Helena auftreten. Ich möchte sicher gehen, dass sie ihre gerechte Strafe bekommt. Wenn du meinst. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht mit einer Bewährungsstrafe davonkommt, nur weil sie eine von Landstein ist. Das heißt, du willst, dass sie ins Gefängnis kommt? Findest du das etwa unangemessen für eine Mörderin? Nico, es war ein Unfall. Ein Unfall. Dann hat sie es also nicht mit Absicht getan? Nein, natürlich nicht. Dann hat sie Philipp also nicht mit Absicht verletzt auf der Straße liegen lassen und hat es dann vergessen, der Polizei zu melden? Einfach so? Andi, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Nico, ist das sowas? Soll ich mich jetzt etwa auf irgendeine Seite stellen? Ich hab doch gesehen, wie du Helena vorhin im Park angesehen hast. Andi, sie hat Philipp auf dem Gewissen. Wenn du das nicht kapierst, dann... Was dann? Dann solltest du jetzt besser gehen. Ich gehe nirgendwo hin. Natürlich bin ich auf deiner Seite. Danke. Ich bin froh, dass ich dir noch vertrauen kann. Mein lieber Padre, wenn Sie sich so langweilen, dürfen Sie mir gerne beim Kartoffelschälen helfen. Mein lieber Emilio, so groß ist die Langeweile dann auch wieder nicht. Julia, Frau Mendes, hallo. Ich muss mit Ihnen reden. So, und ich muss mal ganz schnell rein. Danke, Emilio. Was ist mit dir? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Siehst du, mein Mann ruft mich an und ich drücke ihn weg. So weit ist es schon gekommen. Weißt du, ich ertrage es einfach nicht mehr, ihn anzulügen. Julia, ich bin's. Ich habe gute Nachrichten. Ich habe mit Timo gesprochen. Er kommt vielleicht zum Abendessen. Hoffentlich können wir reden.
Komm schnell nach Hause, ich freue mich. Charlie, hallo, wie schön Sie zu sehen. Haben Sie sich gut von der Reise erholt? Ja, danke. Und jetzt habe ich einen Bärenhunger. Na, bis zum Abendessen wirst du es ja noch aushalten. Ja, ich habe den Eindruck, hier wird heute gegrillt. Ja, aber leider kann ich Sie nicht bitten zu bleiben. Wir wollen den Abend heute im engsten Familienkreis begehen. Du willst Charlie ausladen? Genau genommen euch beide. Ich bedauere sehr, aber der Abend ist für Julia, Timo und mich reserviert. Wie gesagt, der engste Familienkreis. Nur leider bist du weder mit Julia noch mit Timo verwandt. Mit dir Gott sei Dank auch nicht. Wie auch immer, es bleibt dabei, wir essen heute zu dritt. Das würde ich gerne Julia entscheiden lassen. Ach, Larissa, komm, wir gehen essen. Es gibt so viele nette Restaurants hier. Ja, wenn du willst. Wer braucht schon sowas? Hey. Und, hast du von deiner Mutter noch was erfahren können? Weißt du, das ist doch irgendwie komisch. Eigentlich weiß deine Mutter doch ganz genau, wie es sich anfühlt, seinen leiblichen Vater nicht zu kennen. Das hat sie mir damals erzählt, als ich bei euch gewohnt habe. Sie müsste doch eigentlich völliges Verständnis für dich haben und dafür, dass du mehr erfahren willst. Schön wär's. Ist doch komisch. Also, warum fällt es ihr dann so schwer? Weil sie es einfach nicht mehr gewohnt ist, nach so vielen Jahren die Wahrheit zu sagen. Vielleicht geht es ihr einfach so nah, weil sie an ihre eigene Geschichte erinnert. Mein Vater will, dass ich heute Abend zum Essen komme. Reden. Das klingt doch nach einer guten Idee. Sie würden dich nicht einladen, wenn sie nicht wirklich mit dir reden wollten. Und Timo will ich auch nicht mehr anlügen, aber die Wahrheit kann ich ihm auch nicht sagen. Vielleicht ja doch. Du meinst, ich soll von uns erzählen? Wenn Sie erfahren, wie es dazu gekommen ist, werden Sie vielleicht Verständnis haben. Und wenn nicht? Dann werden Sie es auch verkraften, weil wir beide einen Schritt weitergegangen sind. Das zwischen uns ist vorbei. Lass uns darüber nachdenken. Bitte. Ich kann das nicht. Julia, es geht hier nicht nur um dein Leben. Ich trage deine Lüge mit, damit du deine Familie schützt, aber eigentlich glaube ich wirklich an was anderes. Und dann was? An die Wahrheit. Und daran, dass man sich für seine Gefühle nicht schämen muss. Würdest du das auch sagen, wenn du wie ich verheiratet wärst? Was hast du denn da? Ach so, das habe ich im Internet gefunden. Das ist der Aufhebungsantrag. Brauchen wir nur noch ausfüllen, unterschreiben und wegschicken. Das hier, das ist das Infoblatt dazu. Klingt ja total einfach. Tja, jetzt müssen wir noch unseren Besitz überprüfen und dann alles aufteilen. Steht da auch drin. Aha. Aber bei mir ist das jetzt ziemlich übersichtlich. Ich meine, nach dem Brand ist ja nicht viel übrig geblieben. Und die Konten? Müssen wir auflösen. Und das Haus? Sollen wir das verkaufen und das Geld teilen, oder? Von mir aus kann alles so bleiben, wie es ist. Also ich meine, wir brauchen nichts verkaufen. Ich bleib einfach stiller Teilhaber und du kümmerst dich um die Kneipe und die Pension. Also bleibt alles irgendwie beim Alten. Sie machen das ganz richtig. Hallo. 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 Ich freue mich, Sie zu sehen. Also zusammen, meine ich. Charlie hat mir erzählt, dass Sie sich trennen. Das hat mir sehr leid getan. Aber offensichtlich haben Sie sich ja wieder zusammengerauft. Ja, dann noch einen schönen Tag. Genießen Sie die schöne Sonne. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Frau von Landstein. Sie denkt, wir sind wieder zusammen. Dabei lassen wir uns gerade scheiden. Das bringt ja alles nichts. Wir müssen uns den Tatsachen stellen. Hallo Ludwig, hast du mal einen Augenblick? Tut mir leid, ich habe im Moment keine Zeit. Es geht um Helena. Da wirst du doch wohl ein paar Minuten haben. Also gut, schieß los. Worum geht's? Du hast es die ganze Zeit gewusst.
Und hast Helena wahrscheinlich dazu geraten, nicht zur Polizei zu gehen. Ja, das habe ich. Was das? Aus Angst vor den Schlagzeilen und was das für deine Firma bedeuten könnte? Andi, wir waren in einer sehr schwierigen Phase. Wenn das Gremium geplatzt wäre. Deine Tochter geht vor die Hunde. Und du denkst ans Geschäft? Du nennst es Geschäft? Für mich ist es Verantwortung. Die Existenz unserer Firma stand auf dem Spiel. Also somit auch die Existenz unserer gesamten Familie. Ja klar, da kann man sich natürlich ein paar führungstechnische Freiheiten nehmen. In meiner Position muss man gelegentlich einsame Entscheidungen treffen. Ich habe nicht einmal Elisabeth von Helena erzählt. Sie hatte es erst sehr spät erfahren. Ach, das scheint wohl so eine Lahnsteinmacke zu sein, ihren Partner nicht zu vertrauen. Ja, wir müssen manchmal über unsere persönlichen Interessen hinausdenken. Ach, das ist mir ja alles zu geschraubt. Wenn ich jemanden liebe, dann sage ich ihm, was Sache ist. Du meinst, Helena hätte dich einweihen sollen? Ja klar, die ganze Zeit. Sie wäre an ihrer Schuld fast zerbrochen. Sie hätte es nicht ausgehalten, wenn du sie verurteilt hättest. Wer sagt denn, dass ich sie verurteilt hätte? Jetzt mal Hand aufs Herz, Andi. Hättest du wirklich Verständnis dafür gehabt? Und wenn ja, hättest du diesen Druck ausgehalten, etwas so Wichtiges zu wissen und es niemandem zu erzählen? Helena hat dich nicht belogen. Sie wollte dich beschützen. Bin ich zu spät? Genau richtig. Immer wenn ich hier bin, dann spüre ich so ein Vertrauen. Dann weiß ich, dass alles seinen Lauf nimmt. Auch wenn ich manchmal gerne einen anderen Weg einschlagen würde. Ja, du willst, dass ich meine Familie gefährde, damit du dein Gewissen erleichtern kannst. Julia, glaubst du nicht, dass ein enormer Druck von dir abfallen würde, wenn Ricardo endlich wüsste, dass wir Geschwister sind? Wie soll ich ihm das erklären? Wenn wir zulassen, dass wir in diese Richtung denken, dann wird sich auch dafür eine Lösung finden. Was für eine Lösung soll das sein? Soll ich mich einfach dafür entschuldigen, dass ich ihn jahrelang angelogen habe? Was ist mit Timo und Leonie? Ach, Julia, bitte, die sind alt genug. Du bist Priester. Monsignor Matteo würde Amok laufen, wenn er davon erfahren würde. Du gefährdest deine Karriere. Willst du das? Julia, wir können 1000 Gründe finden, womit wir unser Schweigen rechtfertigen. Merkst du das denn nicht? Ich bin Priester geworden, weil Gott mich so nimmt, wie ich bin. Es geht hier nicht um die anderen, nicht in diesem Fall. Es geht um uns und um unser Leben. Ich bin mir ganz sicher, Ricardo würde es verstehen. Du musst ihm nur die Chance geben. Julia, wo steckst du denn? Timo ist schon hier. Beeil dich oder meld dich wenigstens, ja? Wo bleibt denn Mama? Ach, sie hatte noch einen Auftrag zu erledigen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie war ganz schön durch den Wind vorhin. Aber sie kommt noch, oder? Na klar kommt sie. Also ich habe ihr 10-mal auf die Mailbox gesprochen. Deine Mutter würde dir nie absichtlich wehtun, das weißt du, oder? Zurzeit weiß ich überhaupt nicht, was ich überhaupt noch glauben kann. Es hört sich alles so an, als wüsste sie mehr über meinen leiblichen Vater, als sie mir sagen will. Du hast sie kennengelernt, da war sie schon schwanger, ne? Ja. Und es hat dir nichts ausgemacht, dass sie von einem anderen Typen schwanger war? An den Gedanken musste ich mich erst mal gewöhnen. Aber dann ist mir klar geworden, dass es ein großes Geschenk ist. Die wundervollste Frau der Welt und ein Kind. Obwohl ich dachte, dass ich nie Kinder kriegen kann. Und als du dann da warst, es war von Anfang an klar, dass wir eine Familie sind. Irgendwann habe ich aufgehört, dran zu denken, dass du gar nicht mein Sohn bist. Weil du nicht daran denken wolltest, ne? Das auch. Aber ich habe es einfach vergessen, weil es sich anders anfühlt. Ich muss immer wieder daran denken, wie oft du mir gesagt hast, dass ich dir so ähnlich bin. Bist du doch auch. Schau dich doch mal an. Wie aus dem Gesicht geschnitten, hm? Ja, das vielleicht nicht. Aber du hast viel von mir mitbekommen. Nimm zum Beispiel deine Fußballleidenschaft. Von dem hast du die wohl, hm? Mama. Ach ja. Was wird denn das jetzt? Willst du mir zeigen, was du drauf hast? Na dann komm!
make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Danke. So, und jetzt kannst du auch schon mal andrehen. Mhm. Nee, war nur Spaß. Alles dicht. Du bist der Beste. Oh, kommt da noch was zum Essen? Sie hat mir nichts davon gesagt. Ich wasche mir mal schnell die Hände. Was wollen Sie? Wer ist es denn? Nur jemand, der ein Zeitschriftenabo verkaufen will. Spricht Herr von der Lügnerin. Was wollen Sie? Ich wollte Ihnen das zurückgeben. Ich habe mich entschieden. Wie? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde ihm nichts sagen. Nico, ich habe mit meinem Anwalt gesprochen. Sieht nicht gut für dich aus. Dafür wirst du sitzen. Ich weiß, und es ist auch richtig so. Richtig? Dann war es wohl auch richtig, dass du Philipp einfach überfahren hast. Und dann war es wohl auch richtig, dass du ihn einfach hast liegen lassen. Nein, das war es nicht. Nico, das war der größte Fehler meines Lebens. Siehst du hier irgendwo Publikum? Du kannst diese Selbstmitleidstour dir wirklich sparen. Glaub mir, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht bereue, was passiert ist. Keine Sekunde. Verschwinde. Los, hau ab. Hau einfach ab. Fass den Ring nicht an! Hör auf, lass sie in Ruhe! Ich bin ein schlechter Priester. Weil dich deine Schwester zum Lügen verführt? Nein, weil sie zu mir kommt, um sich trösten zu lassen und ich mache eine Grundsatzdiskussion auf. Am besten, wir binden unsere Sorgen da an und lassen sie einfach in den Himmel steigen. Hey, das ist Marty aus dem Zentrum. Warte mal. Was ist? Gibst du schon auf? Kommt sie überhaupt noch? Weißt du was, wir fangen einfach schon mal an. Glaubst du ihr eigentlich die Geschichte? Ich weiß es nicht. Aber du hast sie geglaubt, oder? Dass sie so betrunken war, dass sie sich den Namen von dem Typen nicht merken konnte. Deine Mutter wollte nie darüber reden. Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich es auch nie so genau wissen. Aber ich kann verstehen, dass du Fragen hast. Wir brauchen noch die Zeit. Ich will sie schon. Als ich klein war, waren Arno und ich am Rhein immer Drachensteigen. Echt? Christoph und ich auch. Meinst du, wir sind uns begegnet? Vielleicht. Obwohl, nee, ganz bestimmt. Bei den ganzen Zufällen, die uns bisher zusammengeführt haben, also
Ich glaube nicht, dass es erst angefangen hat, als wir erwachsen waren. Wahrscheinlich. Oh, komm schon. Ja. Lassen wir die Sorgen in den Himmel steigen. Los geht's, gib her. Okay? Hey. Na los. Ich bin's. Wo steckst du? Ich habe dir jetzt 10-mal auf die Mailbox geredet. Wenn du das hörst, dann... Sehr gut. Komm her, hilf mir. Los, rein. Warte. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ruhig, ruhig. Sie kommt nicht mehr, oder? Wozu auch? Sie hat mir nichts mehr zu erzählen, das hat sie oft genug gesagt. Ist schon gut. Ich auch. Und links, 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 links. Salto? Nein. Das tut nichts. Doch, er steigt wieder. Das steigt überhaupt nicht. Oh. Was ist los? Ricardo hat die ganze Zeit versucht, mich zu erreichen. Hier. Wo ist Timo? Er wollte nicht länger auf dich warten. Ricardo, es tut mir so leid. Was genau? Dass du Timo enttäuschst? Oder dass du meine Anrufe ignorierst? Mein Handy war auf Stumm. Ich hab's gerade erst abgehört. Wo warst du? Was hast du gemacht? Was war so wichtig? Spar dir die Mühe. Du brauchst überhaupt keine neuen Lügen auszudenken. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Wahrheit. Wo warst du?